Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Seid gegrüßt, meine Lieben. Ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. The room is alive with purpose. Der Raum lebt vor Daseinszweck. For those who are not here, I will describe what is taking place. Für diejenigen, die nicht hier sind, werde ich beschreiben, was hier stattfindet. There are over 100 here Es sind mehr als 100 Menschen hier, who are going to dedicate days of their lives to stay in this room. die Tage ihres Lebens dem widmen werden, hier in diesem Raum zu bleiben, To examine themselves, sich selbst zu prüfen, to spiritually look at what is going on in their lives. sich spirituell anzuschauen, was abläuft in ihrem Leben, Permission to awaken to larger truths, sich die Erlaubnis erteilen, zu erwachen für größere Wahrheiten or simply to sit in the energy and listen. oder einfach in der Energie zu sitzen und zuzuhören. So there is a level of dedication. Es gibt also ein Ausmaß an Engagement. And so we present this opening channel with that in mind. Ein entsprechendes. Und so präsentieren wir dieses Eröffnungschanneling genau damit im Hinterkopf. Dear ones, do you believe in the energy of consciousness? Meine Lieben, glaubt ihr an die Energie des Bewusstseins? Do you believe that many people together would actually change the atmosphere itself where you sit? Glaubt ihr, dass viele Menschen zusammen tatsächlich die Atmosphäre dort verändern, wo ihr sitzt? And by atmosphere, I mean that which is the emotional feelings, the awareness of who you are. Und mit Atmosphäre meine ich die emotionalen Gefühle, das Gewahrsein dessen, wer ihr seid. Some have called it electric. Einige haben von Elektrizität gesprochen. Some have discussed it and said it's peaceful, it's inviting. Einige haben darüber debattiert und haben gesagt, es ist friedvoll, es ist einladend. And of course there's always those who sit and say, I feel nothing. Und natürlich gibt es immer diejenigen, die sagen, ich fühle gar nichts. And that tells you where it comes from. Und das sagt dir, woher das kommt. It comes totally from the intent of those who sit here. Es entspringt voll und ganz der Intention derer, die hier sitzen. The intent of the one who listens later. Der Absicht derer, die sich das später anhören. For all of the things that we speak of now are for all of those who would listen or read at another time. Und all diese Dinge, die wir hier ansprechen, sind für jene bestimmt, die es jetzt hören oder zu einem späteren Zeitpunkt oder es lesen. The theme is discovery. Das Thema lautet Entdecken. And you must look at the word to know more about exactly what we speak. Und ihr müsst euch das Wort anschauen, um mehr in Erfahrung zu bringen über das, was wir damit genau meinen. The word actually Das Wort means a process of revealing. bedeutet ja regelrecht einen Prozess des Entdeckens, des Entschleierns. And it implies action. Und darin steckt ein Handeln. It doesn't imply that you sit there and suddenly you discover. Darin steckt nicht, dass du da sitzt und plötzlich entdeckst du etwas. The word actually comes mostly from science. Das Wort entstammt zum Großteil letztlich der Wissenschaft, Archaeology. der Archäologie. And any place where there is that which is a surprise. Und überall dort, wo man überraschende Entdeckungen macht, Discovery is often related to the unknown. hängen diese oft zusammen mit Unbekanntem. And in that there is celebration. Und darin liegt Anlass zum Feiern. Look at what they've discovered. Schau mal, was die entdeckt haben. This is where the word comes from. Da rührt das Wort her. And this is what you are going to do Und genau das werdet ihr tun, if you choose. wenn ihr euch dafür entscheidet. Kryon, what exactly is there to discover?
Kryon, was genau gibt es da zu entdecken? I have come for many reasons. Ich bin aus vielen Gründen gekommen. I've come to listen or to read for many reasons. Ich bin auch gekommen, um mir das anzuhören oder es zu And I'm lesen aus vielen Gründen. not really sure that some of the reasons are the ones that I will link to discovery. Und ich bin nicht ganz sicher, ob wirklich alle Gründe dafür zusammenhängen mit dem Entdecken. So we're going to discuss the attitude you come with. Wir werden also eingehen auf die Haltung, mit der ihr hier ankommt. Humans often come with a bias. Menschen sind oft voreingenommen, wenn sie ankommen. Even though we say this is a discovery seminar, Auch wenn wir sagen, es ist ein Discovery-Seminar, the bias will be the expectation of what it is you're going to discover. besteht die Voreingenommenheit darin, etwas Bestimmtes zu erwarten, was man dabei entdecken wird. What if you discover something you didn't expect? Was, wenn du dabei etwas entdeckst, was du nicht erwartet hast? Would it then be invisible because it didn't match that which you did expect? Wäre es dann unsichtbar, weil es sich nicht deckt mit dem, was du erwartet hast? And the answer is yes. Und die Antwort lautet ja. If you're only looking for certain things, Wenn du nur Ausschau hältst nach bestimmten Dingen, and the things you're not looking for may very well be invisible. dann kann es gut sein, dass die Dinge, nach denen du nicht suchst, deinem Auge verborgen bleiben. And so the first thing we ask, Und das Erste, worum wir also bitten, das Erste, worum wir bitten, is that you become neutral. ist, dass ihr neutral werdet. Dear Spirit, I'm here for whatever. Lieber Spirit, ich bin hier, aus welchem Grund auch immer. I will leave my expectations somewhere else. Ich werde meine Erwartungen außen vor lassen. I relax for these times, Ich entspanne mich in diesen Zeiten, for these days, in diesen Tagen, in order to see perhaps something invisible in me, um etwas zu sehen, was vielleicht für mich unsichtbar ist. invisible with the world, Sichtbar für die Welt, invisible with what is going on the planet. Unsichtbar im Hinblick auf die Welt, unsichtbar im Verhältnis auf das, was auf dem Planeten abläuft. I'm going to be open for things I did not expect. Ich werde offen sein für das Unerwartete. And then I'll be able to discover what may be there. Und dann werde ich imstande sein, vielleicht zu entdecken, was da sein mag. Neutrality. Neutralität. You don't expect anything, Du erwartest rein gar nichts, but you sit in love. aber du sitzt da in Liebe. We have discussed this before. Wir haben dies schon zu früheren Zeiten erörtert. Attitude adjustment Die Korrektur der inneren Einstellung. is needed for full discovery. Das ist erforderlich für ein volles It is Entdecken. not that hard. So schwer ist es nicht. How much love can you take from Spirit? Wie viele Liebe kannst du annehmen von Spirit? And there are some of you will say, I'm not really sure. Und einige von euch werden sagen, ich bin nicht ganz sicher. Why don't you make right now an experiment? Aber warum vollführst du nicht jetzt in diesem Moment ein Experiment? Neutral. 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 Dear Spirit, Lieber Spirit, I accept all the love you want to pour into me right this minute. ich nehme alle Liebe an, die du in mich hinein verströmen I möchtest in suspend dieser the problems I came with. Minute. Ich lasse die Probleme außen vor, mit denen ich hier angekommen In bin. this moment, I am neutral and I am loved. In diesem Moment bin ich neutral und werde ich geliebt. Be the big receiver Sei der große Empfänger and let it pour into you for a moment. und lass es in dich einströmen für einen Sit Moment. there. Und sitze da. For this is the catalyst for neutrality. Dann das ist der Katalysator für Wipes Neutralität. away all of the things you may have thought about what's going on here. Und es wischt alles weg, was du dir vielleicht gedacht hast zu dem, was hier stattfinden mag. I want you to imagine yourself walking in the desert. Ich will, dass du dir vorstellst, du gehst durch die Wüste. It's a desert simply because there's not much there. Es ist einfach deshalb eine Wüste, weil dort nicht viel vorhanden It's ist. not hot, it's not cold, Es ist weder heiß noch kalt dort. but it's almost a wasteland. Aber es ist fast eine Ödnis.
No, you see some things that are familiar, yes, Ich weiß, ihr seht Dinge, die euch vertraut sind, but not ja, much more. aber nicht viel mehr. And suddenly in this desert you see something. Und plötzlich siehst du in dieser There's Wüste etwas. a mound of sand or dirt in front of you. Vor dir ist ein Haufen Sand oder ein Haufen Staub. It looks unusual. Er sieht ungewöhnlich aus. And right there you have a little intuition. Und in dem Moment überkommt dich eine kleine Intuition. And the intuition says, get off the road and go to that mound of sand. Und diese Intuition sagt dir, verlasse die Straße und begib dich zu diesem Haufen hin. All that I'm speaking of here is metaphoric. Alles, was ich hier anspreche, ist metaphorisch zu verstehen. Most of humanity Ein Großteil der Menschheit is not truly aware of the intuition. ist sich der Intuition nicht wirklich gewahr. And they will walk right past that mound of sand. Und sie werden geradewegs an diesem Sandhaufen vorbeigehen. The parts of humanity which is starting to awaken Die Teile der Menschheit, die beginnen zu erwachen, will hear the voice that werden die says, Stimme look over hören, there. die sagt, schau mal da drüben. But some will say, I imagined that. Und einige denken, sie fantasieren das nur And they'll keep on walking. und gehen weiter. But old souls, Aber alte Seelen, searchers, Suchende, seekers, Menschen, die auf the der ones Suche who sind are listening for the intuition of the moment, und die lauschen auf die Intuition des Momentes, will take that road and walk over to the mound of sand. werden diesen Weg einschlagen. Sie verlassen den Weg und gehen hinüber zu diesem Sandhaufen. That's you. Und das seid ihr. If you tuned in to this message, that's you. Wenn ihr euch eingeschwungen habt auf diese Botschaft, dann seid ihr das. Whether you're sitting in the room or whether it's later and you're hearing or reading, that's you. Ob ihr jetzt mit dem Raum sitzt oder später das Ganze hört oder lest, das seid ihr. And as you approach that mound of sand, it starts to clear up. Und während ihr euch diesem Sandhaufen nähert, beginnt er sich zu lichten. It's not a mound of sand at all. Und es wird euch klarer, es ist gar kein There Sandhaufen, seems to be an entrance and there seems to be carvings in a door. sondern es scheint dort einen Eingang zu geben und Schnitzereien in der Tür. You would have missed that. Euch wäre das entgangen. If you had continued on the road, you would have missed that. Wenn ihr den Weg so fortgesetzt hättet, wäre euch das entgangen. And now you're even more interested. Und jetzt ist euer Interesse noch mehr geweckt. There's a door. Da ist also eine Tür. You can't really read the inscriptions, Ihr könnt nicht wirklich lesen, was dort geschrieben but steht. there's a name on the door that seems so familiar. Aber es steht ein Name an der Tür, der euch so vertraut vorkommt. And some will stand and simply look at it. Und einige werden sich hinstellen und ihn einfach anschauen. They'll talk about it, they'll report it. Sie werden darüber reden, sie werden darüber berichten. They won't ever walk in Sie werden nie hineingehen, because they're afraid. weil sie Angst haben. They're afraid that they will discover something. Sie haben Angst davor, etwas zu entdecken. Or they're afraid that what is beyond the door might be something to frighten them. Oder sie haben Angst, dass was sich dahinter der Tür befindet, das Or even hurt könnte them. angstbesetzt sein für sie. But the rest of you, Aber die restlichen von euch, you open the door. die öffnen die Tür. And isn't it interesting that the door is so well oiled that it simply opens gently? Und ist es nicht interessant, dass die Türangeln so gut geölt sind, dass sie einfach ganz And sachte out auf... of that door cavern comes a breath of fresh air. Und wie sich die Tür öffnet, kommt ein frischer Lufthauch in die Höhle. Remember, this is a metaphor. Und erinnert euch, das ist eine Metapher. There are those who would say, well, there cannot be fresh air in a mound of sand. Und es wird diejenigen sagen, also der Hauch kommt aus der Höhle, und es gibt diejenigen, die sagen, es kann keine frische Luft geben in so einem Sandhaufen. Neutral. 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 Stay in that love space and Neutral. listen. Bleibe in diesem Raum der Liebe und höre zu. When you go in through that door, Wenn du dich hineinbegibst durch diese Tür, you walk into an enormous place. schreitest du in einen Raum von enormer Größe. That ought to tell you something. Und das dürfte dir schon etwas sagen. It's multidimensional. Er ist multidimensional. You cannot have a little mound of sand contain a giant space.
Es kann nicht sein, dass so ein kleiner Sandhaufen einen riesen Raum in sich birgt. There's light, Da ist Licht. and in the middle there is a statue. Und in der Mitte befindet sich eine Statue. Beautiful, Wunderschön. almost shines like gold. Und sie strahlt fast wie Gold. And around the statue there are books and there are parchments, Und many things. um die Statue herum befinden sich Bücher und Pergamentrollen und ganz vieles. Like a museum that you've discovered. Wie in einem Museum, das du da entdeckt hast. Dear ones, as you get closer to the statue, Meine Lieben, wenn ihr näher kommt an die Statue, all the cells of your body begin to vibrate, beginnen alle Zellen eures Körpers zu vibrieren. and you start to get the message. Und die Botschaft beginnt, Welcome home, old friend. bei euch anzukommen. Willkommen zu Hause, lieber Freund, And you liebe Freundin. recognize that which speaks to you Und du erkennst das, was da zu dir spricht. is you, Das bist du, a higher part of you. ein höherer Teil von dir. It's not exactly your higher self. Es ist nicht exakt dein höheres Selbst. It's almost like part of your soul. Es ist beinahe wie ein Teil deiner Seele. That's why your cells would vibrate so much. Und deshalb bringt es deine Zellen so sehr zum Schwingen. It's actually part of you at the cellular level, the Es ist statue. de facto Teil von dir. Die Statue ist Teil von dir auf der zellularen Ebene. And the statue starts to instruct you in things. Und die Statue beginnt dir Anweisungen zu geben Look in this book over here. und sagt dir, schau einmal in dieses Buch hier Here's a hinein. nice chair for you. Sit in this chair and Here's- read this book. Hier ist ein schöner Stuhl für dich. Nimm Platz und lies dieses Buch. And when you open the book, Und wenn du das Buch aufschlägst, it comes alive. erwacht es zum And Leben. instead of a book you read, suddenly you're in an experience. Und statt ein Buch zu lesen, bist du plötzlich mitten in einer Erfahrung. And you recognize that every single book is a lifetime. Und du erkennst, dass jedes einzelne Buch für ein ganzes Leben steht. You start to understand who you are. Du beginnst zu verstehen, wer du bist. You go back to the statue. Du gehst zurück zu der Statue Say, thank you for this. und sagst Danke dafür. And the statue says to you, Und die Statue sagt zu dir, those are nice books, das sind schöne Bücher. but you didn't see the big one. Aber das wirklich Große hast du noch gar nicht gesehen. And you say, well, where's the big one? Und du sagst, wo ist das Große? And the statue says, you're looking at it. Und die Statue sagt, du schaust es gerade an. And you'd say, what do you mean? Und du sagst, was meinst du damit? And the statue says, what do you see? Und die Statue fragt, was siehst du? And you say, I see beauty. Und du sagst, ich sehe Schönheit, I see clearness. ich sehe Klarheit, I see perfection. ich sehe Vollkommenheit, I see magnificence. ich sehe Grandiosität, There's not even a bit of dust on you. herrliche Pracht. Du hast nicht die leiseste Staubschicht And the auf dir. statue laughs out Und die loud. Statue fängt lauthals an zu lachen. That's the big book. Das ist das große Buch. That's the discovery. Das ist die Entdeckung. You Du are magnificent. bist von herrlicher Pracht. There's a plan for you in here. Es liegt ein Plan für dich hierin. You can see the connection to the other side of the veil, to God itself in here. Du konntest die Verbindung sehen zur anderen Seite des Schleiers, zu Gott selbst in dir. You're not just walking in the desert. Du wandelst nicht nur in der Wüste. It's beautiful. Es ist wunderschön. A bigger plan has always been there. Es ist schon immer ein größerer Plan da gewesen. And the statue looks at you and says, you know, Und die Statue schaut dich an und sagt, weißt du, beyond these books, jenseits dieser Bücher there are other rooms gibt es noch weitere Räume, representing other planets. die für andere Planeten stehen. You're older than you think. Du bist älter, als du denkst. The plan is bigger than you think. Der Plan ist größer, als du denkst. Does it change anything? Verändert das irgendetwas? And then you start thinking, does it? Und dann beginnst du zu überlegen, ändert es etwas? And many things will run through your brain at that moment. Und dir werden viele Dinge durch den Kopf gehen in diesem Moment. How is this practical? Wie kann das sein?
Because when I walk back out the door and it closes, I'm in the desert again. Weil wenn ich wieder hinausgehe durch diese Tür, dann bin ich wieder in der Wüste. I can't live my life in this place. Ich kann mein Leben nicht an diesem Ort hier führen. And that's then where the statue smiles Und an diesem Punkt beginnt die Statue zu lächeln and says, that is the bias the human carries. und sagt, das ist die Voreingenommenheit, die der Mensch mit sich Dear herumträgt. one, now that you've seen the statue, Mein Lieber, meine Liebe, nun, wo du die Statue siehst, now that you've seen the magnificence of you, nun, wo du dich in all deiner Pracht und Herrlichkeit gesehen hast, you cannot undo this knowledge. kannst du dieses Wissen nicht mehr rückgängig machen. You can't erase it from your mind. Du kannst es nicht auslöschen aus deinem Sinn. Now you know a core truth. Nun kennst du eine Kernwahrheit. So, dear one, Also, meine go Liebe, back through that door and take a look at the desert. geh zurück durch diese Tür und wirf einen Blick auf die Wüste. The invitation is there. Die Einladung ist ergangen an dich. You nod to the statue, Du nickst der Statue zu, like you're greeting yourself yet again, als würdest du dich selbst noch einmal grüßen, and you leave the mound of dirt. und du verlässt den Sandhaufen. The desert has changed. Die Wüste hat sich verändert. Now you perceive things you never saw before. Nun nimmst du Dinge wahr, die du noch nie zuvor erblickt hast. In every single human being you pass, Und jeder einzelne Mensch, an dem du vorbeikommst, there's the shadow of the statue you saw. der trägt um sich den Schatten der Statue, die du It gesehen changes hast. what you say, what you do, what you think. Und das ändert das, was du sagst, was du machst, was du denkst. The desert turns into a beautiful oasis. Die Wüste wandelt sich in eine wunderschöne Oase. It seems wherever you walk, things work for you. Es scheint, wohin du auch gehst, alles funktioniert für dich. You see, when you Siehst saw du. the books, Als du die Bücher sahst, when you saw the statue, als du die Statue sahst, part of that imbued itself into you. hat sich ein Teil davon dir eingeprägt. You had discovery, Du hast eine Entdeckung and gemacht. you weren't ready for it, were you? Und du warst darauf nicht vorbereitet, oder? When you were walking in the desert, Als du durch die Wüste gegangen bist. what if somebody said this to you? Was, wenn jemand Folgendes zu dir gesagt hätte? Along the way in the desert, there will be this magnificent room and a golden statue. Auf deinem Weg wird dir dieser wunderbare Raum begegnen mit einer goldenen Statue. You would point them to the nearest mental hospital. Du hättest die Person an die nächste Psychiatrie verwiesen. You weren't expecting it. Du hast es nicht erwartet. You couldn't. Konntest du nicht. It was beyond that which you had ever thought existed. Es war jenseits von allem, was du jemals als existierend wahrgenommen hast. How much love can you receive? Wie viel Liebe kannst du empfangen? Being neutral like this is preparation for more. Neutral zu sein auf diese Weise ist eine Vorbereitung für mehr. For those in the chairs, I say this to you. Zu denjenigen hier auf den Stühlen sage ich Folgendes. Be neutral. Seid neutral. For those you will meet, Denen gegenüber, die euch begegnen werden, listen to the stories you will hear, hört auf die Geschichten, die ihr hören werdet, to the personalities that you will see. auf die Persönlichkeiten, die ihr sehen werdet. For you will start to see the statues in each of them. Lauscht ihnen, denn ihr werdet die Statue in ihnen allen sehen. It may change your perception of who you are Es kann sein, dass es eure Wahrnehmung davon verändert, wer ihr seid and everyone around you und alle anderen um euch herum. when you realize they're all in the plan. Wenn ihr erkennt, dass sie alle Teil des Plans sind. We'll talk more. Wir werden noch mehr dazu sagen. Go from this place, even today, a little different, Geht von diesem Ort, selbst heute schon, etwas anders weg and be ready for what is to come. und seid vorbereitet auf das, was da kommen wird. And so it is. Und so ist es.